Wir befinden uns in der wunderschönen Feriendestination Arosa und ich freue mich sehr, dass ich heute den Tourismusdirektor von Arosa begrüßen darf. Herzlich willkommen, Roland Schuler. Danke mir vielmals. Es freut mich auch sehr, sind ihr heute nach Arosa gekommen. Schön, sind ihr da. Du bist Tourismusdirektor. Wie lange bist du das schon von Arosa? Ich bin jetzt rund 3,5 Jahre Tourismusdirektor, bin aber schon längere Zeit in Arosa, also rund 15 Jahre. Ich durfte Arosa Tourismus in mehreren Positionen begleiten und jetzt darf ich das Team führen. Dann bist du schon länger da, darum kannst du uns auch sicher sagen, was für dich Arosa ausmacht. Was ist so speziell an dieser Region? Ja, es hat so einen Geist, sage ich mir immer. Man kommt über die Anreise hinterher, am Ende von die Talendlage und dann ist man da und kann eigentlich alles vergessen, was man vorher hatte, was einem vorher gestresst hat. Die Gäste sagen ja auch oft, wenn es 2 Tage bei uns waren, es ist fast wie eine Woche Ferien und ich glaube, das zeichnet daraus aus. Es ist so eine Talendlage, es hat Berge drumherum, die Natur ist ganz nah und ich finde, das ist speziell bei uns. Wenn du an Arosa denkst oder an deine Zeit, die du bis jetzt hier verbracht hast, was war bisher dein grösste Highlight, was du mit Arosa Tourismus hast erleben dürfen? Ich glaube, da könnte ich stundenlang erzählen. Über die 15 Jahre sind natürlich mehrere Highlights entstanden. Sehr prägend für mich ist natürlich die Eventzeit, die wir immer auch haben. Wir nennen uns ja auch eine Eventdestination. Und da gibt es immer auch einmalige Geschichten. Ich mag mich zum Beispiel an das kantonales Schwingfest erinnern. Ja. Und da gibt es aber auch die jährlichen Themenwelten. Beispielsweise das Arosa Humorfestival, 11 Tage Humor, mitten im Skigebiet. Das ist so etwas Spezielles, was es nie gibt und das fasziniert mich jedes Jahr wieder unglaublich. Oder gerade aktuell, der Arosa Classic Car, die letzten 76 Kurven von Langwies nach Arosa, 180 Autos und irgendwie das Gefühl von diesen Fahrern, von diesen Autos, die Stimmung, die ist so einzigartig und ich finde, das sind immer so meine persönlichen Highlights und geben mir immer wieder die Energie auch, nachher mit voller Tatenkraft für den Ort, für die Destination da zu sein. Du hast gerade gesagt, 76 Kurven. Wie oft bist du schon die 76 Kurven gefahren und magst du noch? Also ich muss sagen, das ist schon x-mal passiert, weil ein Tourismusdirektor kann nicht nur am Ort warten, bis die Gäste raufkommen, sondern er muss auch rausgehen oder soll auch rausgehen. Und durch das bin ich öfters auch, wie wir Bündner so sagen, im Unterland oder unterwegs. Und darum ist die Strecke mir sehr, sehr bekannt. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich könnte sie schon im Schlaf, aber es geht sehr gut. Und natürlich hat es auch schon am Abend um 11:30 vielleicht die Situation gegeben, wo ich gedacht habe, boah, jetzt möchte ich die 76 Kurven nicht mehr fahren. Aber wenn man dann wieder oben ist, kommt wieder das Gefühl, das ich vorher gesagt habe. Ja. Darum lohnt es sich immer, die Reise nach Arosa. Absolut. Du engagierst dich nicht nur für Arosa Tourismus, sondern bist auch Gründer und Berater von Dare for You. Das ist eine digitale Spendeplattform für Klima, Tier und Menschen. Erzähl uns etwas über das. Ja, der Ursprung ist aber auch in Arosa. Wir haben 2018 das Arosa Bärland eröffnen. Ja. Und wir haben festgestellt, wenn man etwas Gutes tun kann mit einem Projekt, und in diesem Fall im Tierschutz, was man bewegen kann. Und wir drei, die in der Geschäftsleitung waren, von Arosa Tourismus, der Pascal Lenni, Marian Schmitz und ich, haben beschlossen, uns geht es so gut, wir wollen ein bisschen weiter darüber hinaus helfen. Und dann ist die Idee gekommen, eine Spendenplattform, eine Online-Spendenplattform zu erschaffen, wo man spezifisch sagt, für diese Projekte möchten wir Unterstützung bieten, möchten wir Mittel suchen. Und das ist im Bereich Tierschutz, es ist im Bereich Klimaschutz, es ist Kinderhilfe und soziale Hilfe. Und wir haben gesagt, wir wollen es direkt dort angeben, wo es gebraucht wird. Und nicht irgendwo in ein globales Unternehmen, sondern ins Projekt. Und das war der Ursprung. Und dann haben wir mit viel Herzblut daran geschafft. Wir sind jetzt mega stolz. Ist das Unternehmen gewachsen. Wir haben inzwischen Mitarbeitende, die den Lead übernommen haben. Und wir dürfen im Hintergrund mitwirken und wir dürfen tolle Projekte vielleicht irgendwo auch anstoßen. Wie zum Beispiel aktuell haben wir in Arosa den Arosa-Fonds. Im 2029 findet World Winter Games statt von den geistig behinderten Menschen. Ein ganz tolles Projekt und das wollen wir auch unterstützen. Und darum haben wir gesagt, hey, lass uns etwas lancieren. Und das ist der Arosa-Fonds, wo wir Geld sammeln, damit wir diesen Schweizer Athleten und Athletinnen die Möglichkeit bieten, schon mal im Vorfeld auf Arosa zu kommen. Vielleicht einen Tag im Skisport zu geniessen. Ja. Und so sind wir unterwegs. Wir haben, ich glaube, inzwischen schon fast 50 Projekte dürfen umsetzen. 50 Projekte, das ist gewaltig. Das ist mega toll und erfüllt einem auch irgendwo da im Herzen,
Und das macht es eigentlich aus. Etwas geben, wenn es einem gut geht. Und natürlich Freude haben, wenn wir auch irgendwo immer eine Verbindung zu Arosa haben. Ja, du hast gerade erzählt, es hat dort einige Projekte, die Verbindung haben zu Arosa. Der Event, den du vorher erwähnt hast, ist im 2029. Was gibt es denn sonst noch als Ausblick, der in Arosa auch vielleicht ein bisschen kurzfristiger stattfindet, wo du dich besonders darauf freust? Also jetzt sind wir zumindest im Classic Car. Wir denken aber schon weiter, wie du sagst. Und im Oktober haben wir das Arosa Mundart Festival. Das ist so ein Perlen-Event. Das ist irgendwo so cozy, so überschaubar. Wir holen viele Schweizer Künstler nach Arosa. Und das Mundartwort ist im Zentrum, egal ob geredet, ob gesungen, ob irgendwie in einer anderen Form daherkommt. Und das ist unglaublich. Wenn man dann vor Ort ist, spürt man, was für eine Vielfalt die Schweiz hat. Und dann wieder zusammengepackt in Arosa kann ich nur jedem empfehlen. Wann findet das statt? Das findet vom 1. bis zum 4. Oktober statt. Ja. Und nachher haben wir natürlich schon bald wieder Wintersaisonstart. Wir starten bis November hoch und dann kommt das Humorfestival. Das freuen wir uns immer, weil 11 Tage Lachen in einer Welt, wo nicht immer alles zum Lachen ist. Ich glaube, das gibt vielen Leuten etwas und tut gut und darum ist das immer auch ein Highlight. Wenn ich jetzt nach Arosa komme als Tourist oder auch für ein verlängertes Wochenende, hast du mir da einen Tipp oder etwas, was ich auf keinen Fall verpassen darf? Also im Sommer unbedingt das Arosa Bärland. Ja. Ich glaube, das muss man sehen. Das ist sehr emotional und da kann man auch wieder etwas mitnehmen, finde ich, neben dem, was man sich erholt hat. Und sonst ist es halt schon so, wir sind im Naturpark. In 5 Minuten ist man auf dem Wanderweg. Ja, Kulissen ist mitten im Niemandsland, kann man schon fast sagen. Und ich glaube, das ist das, was einem irgendwo immer wieder Kraft gibt, jeden Tag auch sonst etwas zu tun. Ja. Wunderbar, vielen Dank für den Einblick auf Arosa. Es ist wirklich eine wunderschöne Destination und wir hoffen, dass ihr all das auch mal geniessen könnt. Herzlichen Dank, bist du da gewesen, Roland. Danke vielmals.